Willkommen zu der Voreinstellung Kopfbewegung plus Mimik. Mit dieser Voreinstellung kannst du deinen Computer mit deinem Kopf und mit deiner Mimik steuern. Alles, was du dazu benötigst, ist deine Webcam. Wenn du noch keine Webcam hast, gibt es in unserem Blog einen Vergleich zwischen verschiedenen Webcams mit USB-Anbindung. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wähle in der Einrichtung nun Kopfbewegung plus Mimik aus und klicke auf Weiter. Nun wähle ich aus, welche Webcam zur Erfassung meiner Kopfbewegung und meiner Mimik genutzt werden soll. Dazu scrolle ich nach unten und finde eine Liste der an diesem Computer angeschlossenen Kameras. Ich wähle die integrierte Kamera. Stell dabei sicher, dass du dich mittig vor der Kamera befindest. Also nicht so oder so, sondern ungefähr so. Unter Windows gibt es die Einschränkung, dass eine Webcam nur mit einem Programm verbunden sein kann. Das heißt, wenn du ein weiteres Programm wie ein Videochat hast, das ebenfalls eine Webcam benötigt, brauchst du entweder eine zweite Webcam oder du brauchst ein Programm, das das Kamerabild aufteilt. Außerdem kann es sein, dass das Kamerabild schwarz erscheint. Das kommt vor, wenn du ein Antivirenprogramm hast, das den Zugriff von Simulux Access auf die Webcam blockiert. Gehe dann in dein Antivirenprogramm und erlaube Simulux Access den Zugriff auf die Webcam. Ich klicke auf Weiter. Nun stelle ich die Erkennung meiner Mimik ein. Dazu scrolle ich nach unten und sehe alle aktuell in Simulux Access verfügbaren Gesichtsausdrücke. Dazu gehören Mund öffnen, Lächeln, Augen schließen, Augen öffnen. Ich kann pro Mimik festlegen, bzw. pro Gesichtsausdruck, wie stark ich diesen ausüben muss, damit er als Aktion gilt. Ich kann die Empfindlichkeit für Mundöffnen sehr niedrig einstellen oder auch recht hoch. Zusätzlich gibt es eine Haltezeit, wie lange ich diese Mimik halten soll, bevor sie als Aktion gilt. Für die aktuelle Voreinstellung wird ausschließlich Mundöffnen genutzt. Ich bin zufrieden mit der Einstellung und klicke deswegen auf Weiter. Damit ist die Einrichtung auch schon komplett und ich klicke auf Fertig. Das erste, was ich sehe, wenn ich Simulux Access starte, ist ein orangener Punkt in der Mitte vom Bildschirm. Wir nennen diesen Punkt die Spur. Die Spur folgt deinen Kopfbewegungen. Das heißt, bewegst du deinen Kopf nach oben, bewegt sich die Spur nach oben. Bewegst du deinen Kopf nach links, bewegt sich die Spur nach links. Und bewegst du deinen Kopf nach unten oder nach rechts, bewegt sich die Spur nach unten und rechts. In Kombination mit der Mimik kannst du jetzt einfach einen Klick ausführen, indem du den Mund öffnest und wieder schließt. Jetzt hast du schon einen Klick ausgeführt. Du kannst den Mund geöffnet lassen, um dann den Klick ganz präzise zu platzieren. Ich möchte zum Beispiel den Webbrowser starten. Das heißt, ich bewege die Spur über Edge, öffne den Mund, platziere meinen Klick genau und schließe den Mund wieder. Nun möchte ich einen Suchbegriff eingeben. Dazu klicke ich in das Suchfeld. Nun findest du an der rechten Seite des Bildschirms ein Panel mit weiteren Funktionen von Simulux Access. Diese Funktion kannst du auswählen, indem du für eine gewisse Zeit auf den Funktionen verbleibst. Ich möchte jetzt tippen, also verbleibe ich auf Tippen. Es öffnet sich eine Tastatur auf meinem Bildschirm und ich kann Buchstabe für Buchstabe das Suchwort eingeben, indem ich die Spur auf die Buchstaben bewege. Ich gebe ein S X Simulux. Die Suche bestätige ich einem Druck auf Enter und schließe die Tastatur. Im Panel steht mir außerdem Scrollen zur Verfügung. Das heißt, ich gehe auf Scrollen und wähle die Stelle aus, an der ich scrollen möchte. Durch das Öffnen meines Mundes und das Schließen meines Mundes. Das Scrollen selbst kann ich durch
eine Kopfaufbewegung und eine Kopfabbewegung umsetzen. Wenn ich dort angelangt bin, wo ich hin möchte, kann ich auf Beenden gehen. Nun habe ich gescrollt. Wenn deine Kamera sich nicht mittig über deinem Bildschirm befinden sollte, hast du die schnelle Möglichkeit, Semanux Access neu zu kalibrieren bzw. auszurichten. Dazu findest du im Panel Kopf ausrichten. Du positionierst deinen Kopf mittig vor dem Bildschirm und schon hat sich Semanux Access deine Kameraposition gemerkt und bezieht sie in allen weiteren Interaktionen mit ein. Das war ein kurzer Ausblick, wie du Semanux Access mit deinem Kopf bzw. deinen Kopfbewegungen und der Mimik steuerst. Für weitere Funktionen schaue dir weitere Videos an, gehe auf unsere Hilfeseite und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der weiteren Bedienung.